Ramadan Tag 27. Die letzten 3 Fastentage sind übrig und sorry, erstens, die Spülmaschine läuft im Hintergrund. Dann tut es mir so leid. Oh mein Gott, ich habe gerade noch mal reingeguckt. Das ist ja wirklich, dass eine ganze Woche kein Video kam. Hä? Wann ist denn bitte die Woche so schnell umgegangen? Es war jetzt wirklich nicht geplant. Es tut mir auch wirklich sehr leid. Aber ja, ich muss es fürs nächste Jahr dann doch auch wieder mal ein bisschen anders planen. Weil ja, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin eine sehr ehrgeizige Person und ich gebe halt bei vielen Dingen halt wirklich so Gas, so, und dann bis irgendwann ich nicht mehr kann. Und ja, in dem Fall hätte ich es doch ein bisschen so machen sollen, dass ich vielleicht innerhalb einer Woche, also immer nach ein paar Tagen einen Tag Pause oder so einlege. Irgendwie danach, nach der Zeitumstellung und so, ist bei mir alles durcheinander gekommen. Ich kam nicht mehr klar, ich habe zu wenig geschlafen. Wirklich, ihr wisst halt nicht, ihr kriegt normalerweise einmal die Woche ein Video und dann wirklich so jeden Tag ein Video rauszuhauen, das war schon ja, eine Extremleistung von mir, weil ja, es hat wirklich, mein Schlaf hat darunter gelitten, weil ja, Film, Schneiden, ist so viel Stunden Arbeit. Und dann haben auch schon die letzten 10 Ramadan-Tage begonnen und dann habe ich gesagt, okay, komm, erstens war ich wirklich K.O. und dachte mir so, komm, ich mache mal 2-3 Tage so ein bisschen Pause. Und dann waren ja jetzt auch eben die letzten 10 Ramadan-Tage und die sind im Fastenmonat Ramadan nochmal besonders wichtig. Der Freitag war jetzt auch nochmal ein wichtiger Tag und deswegen ja, wollte ich da einfach ein bisschen freien Kopf haben und mich nicht so stressen und ja, auch selbst den Ramadan genießen. Deswegen, ja, verzeiht mir, dass jetzt so lange kein Video kam, vor allem, weil sich so viele jetzt Sorgen gemacht haben. Also tut mir wirklich leid. Ich habe das jetzt auch so gar nicht geplant. Aber ja, viele haben jetzt auch gedacht, dass ich irgendwie sauer bin wegen dem letzten Video, wegen den Kommentaren und so. Also das kennt man ja schon, ja, sowas kennt man ja. Das ist ja nichts Neues. Ist nicht schön, wenn im Ramadan solche Sachen entstehen. Das muss halt einfach nicht sein, dass man andere Leute vergleicht und so weiter. Ich weiß, was konstruktive Kritik von euch ist. Viele Dinge, auf die ihr mich auch aufmerksam macht. Ich finde es einerseits wirklich super toll von euch, wenn ihr anderen Fragen beantwortet. Wirklich, ich bin euch da sehr dankbar, wenn ich das wirklich nicht immer schaffe. Gerade auch so Fragen von Nicht-Muslimen, da bitte ich euch auch immer drum, lasst euch da nicht ärgern, auch wenn jemand da so ein bisschen, ja, versucht auf bestimmte Sachen hinauszukommen, also so ein bisschen, ne, also so Fragen stellt, also, oder unangenehme Sachen oder so. Lasst euch da auch wirklich nicht ärgern von sowas. Da kann man einfach hinwegsehen oder versuchen immer trotzdem auf nette Weise zu antworten, gerade auch eben im Ramadan. Lasst euch da nicht ärgern. Ja, aber danke an diejenigen, die wirklich da immer schön und sachlich Sachen beantworten. Ja, das ist sehr nett von euch. Und ja, ansonsten legen wir heute los. Wie gesagt, heute ist jetzt Samstag, Tag 27. Morgen ist ja, Sonntag. Montag haben wir nochmal Besuch und Dienstag, der letzte Fastentag, dann muss ich auf jeden Fall die Feiertagsvorbereitung dann machen. Ja, weil dann am Mittwoch unser Ramadan-Feiertag ist. Ein paar Sachen vorbereiten und so. Ich werde es auf jeden Fall nochmal alles mitfilmen. Ich werde jetzt am Montag vielleicht noch ein bisschen so mitfilmen, was ich so an dem Tag gekocht habe und eben Dienstag die Vorbereitung und so weiter, Mittwoch der Feiertag. Das heißt, meine Lieben, ihr kriegt das nächste Video dann erst dann nächsten Sonntag wieder, aber dafür dann einen schönen langen XXL-Vlog hoffentlich, eben von der Vorbereitung für Ramadan und unseren Ramadan-Feiertag. Ich hoffe, ihr freut euch und ja, tut mir da wirklich nochmal leid, dass das, ja, wie gesagt, ich ärgere mich dann immer, weil ich bin dann immer so, ich setze mir so ein Ziel, ja, ich hau dieses Jahr 30 Videos raus. Das ist dann wirklich, und dann, wenn ich irgendwie so ins Struggle komme, dann ärgere ich mich über mich selber, wenn ich etwas nicht schaffe, so wie ich es mir vornehme. So, wisst ihr, was ich meine? Also ich hab so einen ehrgeizigen Tick und manchmal denke ich mir dann, ah, mach das nicht, weil ich komme dann immer in so eine Phase, wo ich dann, ja, ich mach das und ich mach und dann bis ich so grau bin und dann sage ich, ich mach gar nichts mehr. So, und das ist voll falsch. Statt dass ich mir kleinere Ziele setze und diese versuche anzugehen,
versuche ich dann immer so, ja, und dann bin ich so enttäuscht, weil ich wollte halt auch wirklich so, ja, auch jeden Tag so ein Reel für Instagram, weil dann vernachlässige ich den Instagram wieder und so weiter und dann kommt das nicht und dann werde ich immer, ja, dann ärgert mich das alles. Also wie gesagt, das ist so mein eigener Struggle, den ich mit mir selber führe, hat nichts mit euch zu tun. Wie gesagt, verzeiht mir da, dass ihr euch da irgendwie Sorgen gemacht habt, dass irgendwas passiert ist oder so, um Gottes Willen. Alhamdulillah, es ist alles gut und es war auch wirklich schön, dass ich jetzt auch die Tage ein bisschen runtergekommen bin und auch wirklich den Ramadan ja auch genießen sollte und mich dann nicht so stressen. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf die letzten Tage. So, heute, ich habe jetzt gestern ein Teig angesetzt für ein Fladenbrot. Habe ich dieses Jahr gar nicht gebacken, ne? Letztes Jahr hatte ich ein Fladenbrot gebacken. Ich hatte eigentlich dieses öfters... Fladenbrot gebacken? Fladenbrot. Ladenbrot? Von mir aus ein Ladenbrot. Nee, ein Fladenbrot. Hätte ich eigentlich öfters machen sollen. Ich habe wirklich ja jeden Tag hier Fladenbrot gehabt. Ja, genau. Also ein Teig angesetzt. Ihr seht ja, guck mal, der Teig, wie fett der ist. Obwohl da ist nicht mal 1 Gramm Hefe drin. Ich schreibe euch das Rezept auf jeden Fall rein. Wie gesagt, das ist immer 24 Stunden Teigruhe. Egal, was ich für Teig mache. Ich werde dieses Jahr auch... wenn ich diese Pocha mache, also diese gefüllten Milchbrötchen, nenne ich es jetzt mal, da werde ich auch auf jeden Fall mit 24 Stunden Teigruhe machen. Werde ich das Rezept ein bisschen verändern, schauen, wie das wird, weil es halt immer besser, dass die Teige sind halt einfach viel bekömmlicher. Ich kann ja mittlerweile nichts anderes mehr essen als meine Brote. Von daher, ja, machen wir das. Ich schreibe euch das Rezept rein. Ich habe jetzt das Rezept ein bisschen größer gemacht. Ich schreibe euch das Rezept für ein Fladenbrot. Ich werde jetzt hier, weil ich habe nochmal die Hälfte dazugegeben vom Rezept. Das heißt, entweder mache ich jetzt ein ganz, ganz großes Fladenbrot oder ich glaube, ich mache 2 mittlere. Ja, ich gucke mal. Ich gucke mal, wenn ich es dann mache. Auf jeden Fall machen wir das. Dann wie immer ein Süppchen. Heute, ich schaue mal, entweder ein Tomaten-Nudelsüppchen oder ein Tomaten-Reissüppchen hatte ich noch nicht gemacht diesen Monat. Eins von beiden, schaue ich mal. Schön Rohkostsalat wieder und dann machen wir Dumplings, aber die einfache Variante. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das hier schon mal gezeigt habe. Genau, die sind heute aber diesmal komplett vegan. Normalerweise mache ich da gerne Hackfleisch mit rein, aber diesmal mache ich die mit Tofu, auch mal was anderes. Zeige ich euch, was da gleich alles reinkommt. Und genau, die habe ich schon mal gemacht, aber das ist nochmal die einfache Variante. Also von einfacher noch einfacher. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Ich bereite jetzt erstmal die Füllung vor. Und zwar nehme ich dafür Champignons, braune am besten. Die geben schön viel Geschmack. Dann Lauchzwiebeln, Karotten. Ich mache jetzt noch ein bisschen Spitzkohl mit rein. Ich denke, ich mache so einen halben, nicht den ganzen. Und dann hatte ich das so schon mal gemacht, aber mit Hackfleisch. Diesmal nehmen wir mal einfach Tofu. Ihr könnt aber eben ja auch Hackfleisch nehmen oder Hühnchen irgendwie ganz, ganz klein geschnitten oder zum Beispiel nur das Gemüse geht auch. Aber das werde ich jetzt erstmal waschen und klein schnippeln, die Karotten raspeln. Ich glaube, den Tofu auch raspeln. Ich glaube, ich nehme doch den ganzen.
Ich brate jetzt das ganze Gemüse in Sesamöl an. Wenn das alles schön angebraten ist, würzen wir das Ganze einmal mit Salz. Nicht zu viel, weil wir geben noch Sojasauce dazu. Soll jetzt nicht zu salzig werden. Pfeffer. Sojasauce. Und ihr könnt entweder Chili geben oder ihr nehmt die Sriracha-Soße oder wie die sich die nennt. Ich mache da auch ruhig ein bisschen mehr. Wir mögen es ja alle ein bisschen scharf. Also die Füllung ist jetzt fertig. Die kann jetzt abkühlen. Wir machen uns so lang an den Teig für die Fladenbrote. So, wir machen mal mit dem Fladenbrot weiter, weil das muss jetzt auch noch mal zweimal ruhen. Und ich will jetzt nicht alles auf die letzte Minute machen. Ich schaue gleich mal, ob ich jetzt den Teig halbiere oder nicht. Ich mache jetzt ein großes. Erstmal schlage ich den Teig ein bisschen ein zu einem Rechteck. Und jetzt lasse ich den Teig noch 30 Minuten hier stehen. Nach 30 Minuten machen wir jetzt hier die Schüssel ab. Und jetzt, was nicht ganz so einfach ist, versuchen wir den Teig aufs Backpapier zu bekommen. Ja. Jetzt ziehen wir den Teig auseinander auf Backpapier oder Backblechgröße. So, wir wollen ja nicht die Luft rausdrücken. Wir wollen die ja drin behalten. Deswegen mache ich jetzt auch keine klassische Pide-Form, weil ich versuche jetzt so das Backblech auszufüllen, damit ich nicht zweimal backen muss. So, hier unten das Peelteig. So. Jetzt sprühen wir den Teig fett mit Glasreiniger ein. Nein, nur mit Wasser. Richtig schön mit Wasser einsprühen. So, und jetzt können wir hier diese Dellen reindrücken. Ich mache auch gleichzeitig so ein bisschen, damit er hier ein bisschen gleichmäßiger ist. Ne, manche machen jetzt so eine Ei-Milch-Mischung rauf. Dann habt ihr aber wirklich ein softes Fladenbrot. Also dann ist es oben halt auch soft. So wie ich das mache, ist es halt oben richtig knusprig.
Das könnt ihr halt entscheiden, ne? Wollt ihr das halt soft haben? Dann ist es mehr wie so Südlepide. Ist ja auch. Oder eben so, wie ich es mache. Dann ist es cross. Jetzt könnt ihr das Ganze mit Sesam, Schwarzkümmel oder auch mit anderen Salzkräutern machen, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt klassisch mit Sesam und Schwarzkümmel. Backofen heize ich vor mit 2 Backblechen, also die Backbleche auch aufheizen. Und das bleibt jetzt 30 Minuten hier stehen. Könnt ihr abdecken, könnt ihr aber auch so lassen, weil der ist ja eingesprüht, der trocknet jetzt nicht aus. Ich lasse den jetzt so. Jetzt geht es weiter mit der Tomatensuppe. Da brate ich jetzt hier Zwiebeln und Knoblauch schön an. Auch ich hau da viel Knoblauch rein. Ich finde, das schmeckt voll lecker, wenn die Tomatensuppe so richtig knoblauchig ist. Ich gebe einmal einen Teil frische Tomaten dazu und den anderen Teil losen Tomaten, weil wir haben ja aktuell keine so leckeren Tomaten. Da warten wir auf die aus unserem Garten. Wasser, Gemüsepaste, habe ich auch schon wieder leer gemacht, dann neue machen. Dann würzen wir das Ganze einmal mit Salz. Dann ein klein wenig Zucker, Pfeffer, Basilikum und Oregano. Und das darf jetzt erstmal vor sich hin köcheln. Für die Dumplings jetzt auf die Schnelle nehmen wir einmal Reispapier. Bekommt ihr eigentlich in jedem Asiamarkt, da gibt es in verschiedene Größen. Das macht ihr einmal kurz im Wasser nass, kurz ins Wasser tauchen und dann wird es einmal gefaltet, also kommt die Füllung rein und dann einmal nach innen falten. Achso, und wie machst du? Einmal in die Richtung, einmal in die andere Richtung. Ah, gute Technik, damit es nämlich gleichmäßig dick ist, das Reispapier. Hat sie einmal so lang, einmal so gefaltet und das Ganze kommt aber auf ein Backpapier. Wir haben das ja vorher, dass wir das in der Pfanne gebratet haben. Jetzt machen wir eben die schnelle Variante. Ich bepinsel die auch ein bisschen mit Öl. Und dann kommen die einfach in den Backofen. Ich mache, denke ich, dann Heißluft. So ein Schuss. Da ist sowieso nichts mehr drin. So ein Schuss Öl, damit die dann auch kross werden. Auf die Oberfläche und dann in den Backofen. Also noch einfacher geht's ja wohl nicht, meine Lieben. Ihr müsst dann mal kurz warten, dass das Reispapier ein bisschen weich wird. Das merkt ihr ja dann. Also ruhig nass machen, hinlegen, eine halbe Minute warten. Dann ist es weich und dann könnt ihr nämlich wickeln. Und da mache ich nicht mit dem anderen, ne? Nee. Weil ich hatte überlegt, meine Lieben, ich habe hier nämlich noch... Wir machen am Montag Zigarrenbörek. Ja, ich habe hier nämlich noch frische Jufka-Blätter geholt. Solche frischen Teigblätter hatte ich gekauft für Zigarrenbörek, Zigarettenbörek, kennt ihr, ne? Mit dann Schafskäsefüllung und Petersilie. Und ich dachte mir so, wenn ich viel Füllung habe und zu wenig Reispapier, mache ich noch welche damit, aber dann halt in Öl ausgebacken. Weißt du, wie das dann wäre? Wie Frühlingsrolle. Stimme. Ja. Dann wären es so eine schnellen Frühlingsrollen, glaube ich auch. Was mache ich für eine Soße dazu? Einfach ein bisschen Sriracha mit Sojasauce mixen, damit man dippen kann. Ich habe jetzt keine Süß-Sauersoße oder sowas.
Das Fladenbrot hat jetzt hier auch gelegen, ist nochmal aufgegangen. Ich habe den Ofen vorgeheizt mit 2 heißen Backblechen. Jetzt, Ahmed, du musst mir helfen. Das Backblech ist ein bisschen klein hier. So, jetzt, bei mir ist halt so doof bei meinem Ofen, ich kann das Backblech oben nicht richtig drauf machen, aber ich mache es halt jetzt so, egal. Nach 8 Minuten nehme ich das Blech raus. Und jetzt weiter ohne Blech. Und die letzten 2-3 Minuten könnt ihr nochmal auf Umluft schalten, damit es nochmal so richtig kross wird. Die Suppe püriere ich jetzt ein bisschen, weil ich will ja noch den Reis dazu geben. Der muss ja auch noch ein bisschen köcheln. Aber ich habe hier auch noch einen kleinen Schuss Sahne. Den mache ich jetzt mit rein, müsst ihr nicht mit reinmachen. Aber ich will die jetzt auch aufbrauchen und es passt eigentlich auch ganz gut, wenn da so ein kleines bisschen Sahne drin ist. Ist immer lecker. Jetzt gebe ich noch den Reis dazu. Und der darf jetzt hier auch noch weich köcheln. Schön kross, innen saftig, fluffig. Die Füllung hat jetzt genau für die Menge an Dumplings gereicht. Ich denke, das reicht. Ich mache jetzt, wie gesagt, überall noch mal so einen kleinen Spritzer Öl, damit die knusprig werden. Und dann kommen die in den Backofen. Ich mache jetzt einfach mal Umluft. 220. Die Füllung ist ja schon gegart. Das heißt, eigentlich muss nur das Reispapier ein bisschen kross werden. Also schaut ihr einfach, bis das ganze Farbe bekommen hat. Dip könnt ihr so Süß-Sauersoße oder Sojasauce oder irgendwas nehmen. Ich mache jetzt einfach einen Mix aus Sojasauce, Sriracha und ein bisschen Sesam. Schmeckt immer ganz gut. Ich sag's euch, Fladenbrot am besten mit der Schere schneiden. Oh, ist noch schön warm. Oh, schaut mal. Außen richtig schön kross, innen schön fluffig. Ich mag dieses Rezept. Das ist auf jeden Fall besser bekömmlich mit der langen Teiguhr. Salat habe ich jetzt ganz schnell gemacht, hatte ich keine Zeit mehr zum Mitfilmen. Einfach Tomate, Gurke, Avocado, Roma-Salat und dann noch Feta-Käse. Immer das klassische Dressing, was ihr immer so kennt von mir. Sie müssen mir beim Halten kurz helfen. Bombastische Suppe. Ich mache jetzt einfach hier mal 3-mal Soße, damit jeder reindippen kann. Sesam, ein bisschen so überall. Oder Sesamöl, passt auch ganz gut. Aber ich denke, so reicht. Oh, warum in der Pfanne braten? Viel einfacher.
nennt man das? Die sind kross. Hier ist noch das Essen von gestern. Das kann dann jeder auch noch einen Klecks von haben. Tofu möchte auch Dumplings mit Tofu. Sehr Aber gut. Tofu, da ist Tofu drin.